Was sind Kulturinitiativen? Alternative und freie Kulturinitiativen sind unabhängige Vereine in ganz Österreich. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen, vom WUK bis zum Mini-Verein. Unterschiedlichen Ausrichtungen, Musik, Literatur, Galerien, Theater, Tanz, Kinder- und Jugendkultur und vieles andere mehr. Sie sind unabhängig von Parteien, Religionsgemeinschaften und der öffentlichen Verwaltung und beruhen größtenteils auf der ehrenamtlichen Arbeit von engagierten Freiwilligen, die etwas bewegen wollen. Allein die IG Kultur Österreich hat 321 Mitglieder, aber in ganz Österreich gibt es noch viel mehr davon. Was tun sie? Regionale Kulturinitiativen organisieren Konzerte, Lesungen, Theater, bieten Raum für Aktivitäten zahlreicher Arten, sind politische Diskussionsforen und Dampfkessel, träumen von Alternativen zum Mainstream und schaffen Alternativen im Alltag, machen Platz und kümmern sich um Leerstand. Sie beleben und sind ein Tonikum noch im hintersten Winkel österreichischer Kulturlandschaften. Wer kommt? Sie sind soziale Räume für Alte und Junge. Manche geben Platz für die aufkommende Garagenband und Graffiti-KünstlerInnen, andere beherbergen Malerinnen, Kindergruppen, Performerinnen und Tanzende. Angelockt werden somit je nach Programm eben alles und alle, die oft in den großen Kulturtankern fehlen, vom Punkrocker zur Seniorin aus dem nächsten Dorf. Woher kommt die Kohle? Regionale Kulturinitiativen sind ein wenig das Stiefkind der Bundeskulturförderung. Nicht einmal 5% des Budgets gehen an Kulturinitiativen, obwohl sie für die regionale Nahversorgung mit Kunst und Kultur wichtige Lebensadern sind. Die Förderungen in den Bundesländern und Gemeinden ist leider auch oft sehr wenig an zeitgenössischen Kunstströmungen interessiert und kann schon mal wesentlich mehr Wert auf zünftige Brauchtumspflege legen. Das ist jedoch zwischen Bundesländern und Gemeinden sehr verschieden. Viele Kulturinitiativen müssen daher einen wesentlichen Beitrag selbst aufstellen. Meist passiert das mittels Gastronomie und haufenweise freiwilliger und unbezahlter Arbeit. Warum sind sie so schlecht bezahlt? Freiwilliges Engagement in allen Ehren, jedoch finden wir, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Viele Kulturinitiativen arbeiten professionell und das verdient auch eine faire Entlohnung. Denn Kulturarbeit ist Arbeit und neben jenen Einrichtungen, die bereits mehr als 90% vom Kunstbudget Kuchen bekommen, werden Kulturarbeiterinnen mit immer kleineren Krümeln abgespeist. Für neue, junge Initiativen bleibt da kaum Platz. Nötig wäre daher schon lange ein Bekenntnis zu einer demokratischen Kulturpolitik für alle. Ein Zeichen könnte sein die Verdopplung des Budgets für regionale Kulturinitiativen sowie Fair Pay in der Kulturarbeit.